Thema des Datenlebenszyklus und insbesondere des Datenrecyclings tritt in nahezu allen Branchen auf. Ob Sie in der Lebensmittelindustrie schauen, ob Sie in der Landwirtschaft schauen, ob Sie im Maschinenbau schauen oder in der Energiewirtschaft, überall ist das Thema prominent verankert. Also gehen wir beispielsweise genau auf das Thema der Energiewirtschaft ein. Schauen wir auf die heutigen Energiekosten, so setzen sie sich nur zu einem Teil rein aus dem Energieverbrauch zusammen, zu einem signifikanten Teil, aber auch aus den Energiespitzen. Denn je höher die Energiespitzen sind, desto höher die Kapazitäten der zu bereitstellenden Infrastruktur und desto höher natürlich die Kosten. Die Frage ist jetzt, kann ich meine Prozesse so koordinieren, dass ich die Energiespitzen möglichst gering halte? Denn niedrige Energiespitzen heißen weniger Infrastruktur und damit ein nachhaltigerer Umgang mit Energie. Ich bringe mal das Beispiel aus dem öffentlichen Nahverkehr. Wenn Sie heute mit der U-Bahn fahren, dann fahren nicht nur die U-Bahn, in die Sie gerade einsteigen, sondern es fahren zeitgleich viele andere U-Bahnen auch los und die erzeugen beim gleichzeitigen Losfahren Energiespitzen. Frage, kann ich jetzt das Abfahren nicht so organisieren, dass möglichst wenige zeitgleich anfahren und es vielleicht sogar so gestalten kann, dass wenn welche bremsen, die Rückspeiseenergie wieder genutzt werden kann für das Anfahren einer anderen Linie. Ich habe Ihnen jetzt das Thema der Energiespitzenminimierung aus Sicht der realen Welt der U-Bahn erzählt. Was bedeutet das aber für die Welt der Daten? Welche Daten sind dafür notwendig? Allein die An- und Abfahrtszeiten? Allein die Personenzahlen in den U-Bahnen? Oder aber vielleicht auch Wetterdaten? Jetzt mögen Sie überrascht sein, wieso Wetterdaten? Ja, in der Tat, wir waren auch überrascht, denn als wir die ersten Ergebnisse präsentiert haben, konnten wir manche Phänomene in der Realität nicht erklären. Und dann haben wir mit den Experten vor Ort überlegt, woran das liegen könnte. Und es kam tatsächlich heraus, dass Wetterdaten eine Rolle spielen, denn das Wetter beeinflusst den Luftdruck, der Luftdruck beeinflusst den Widerstand in den Tunnels und damit den Energieverbrauch der U-Bahn-Linien. Und nur durch Einbeziehung der Wetterdaten war es möglich, die Ergebnisse nachhaltiger zu gestalten. Und Sie sehen in diesem Zusammenhang, dass die Betrachtung des Datenrecyclings von besonderer Wichtigkeit war, um diese nachhaltigen Lösungen zu generieren. Ein weiteres schönes Beispiel kommt aus der Landwirtschaft bei der Phänotypisierung von Pflanzen. Wir hier am IES entwickeln Sensoren, die das Wachstum der Wurzeln von Pflanzen beobachten können, die die Nährwertparameter in einem Boden analysieren können und auch steuern können. Diese Aufnahme dieser Parameter ist sehr aufwendig und zeitintensiv und können Sie typischerweise nur an wenigen Pflanzensorten durchführen. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, welche dieser Parameter können Sie wiederverwenden, recyceln für andere Pflanzen, um auch dort zu einer besseren Produktion zu führen. Und Sie sehen hier ein weiteres schönes Beispiel des Datenrecyclings, der Übertragung von Daten von einer Pflanzenart auf eine andere.